Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Space Pirates and Zombies. Ja, das Spiel, bei dem ich das letzte Mal klicklich gescheitert bin, diese dämliche Anlage anzugreifen. Ja, ich bin einfach draufgegangen. So, was kann ich denn dann stattdessen machen? Hier haben wir Lore. Da ist wohl offensichtlich irgendeine Art Wrack und diese roten Trümmer sehen aus wie REZ. Ja. Ich habe bis jetzt auch noch ehrlich gesagt keine Idee, was ich genau machen muss im Spiel, um irgendwo hinzukommen oder mein Schiff aufzurüsten. Auto-Transportation, Mining, Harvesting and Communication is done via the Starmet. Take your time and plan your actions. Explore a new territory. Time moves only when you move. Push right mouse button to set destination on the map. Ah ja, so kann ich also auch navigieren. Use mouse wheel to adjust zoom level, okay. Now that we are finally underway, let me remind you all that you cannot simply urinate in the corner and proclaim you are the Alphamete Husk. You are a minuscule fish in an otherwise colossal ocean of galactic proportions. Unless you wish to be dead before breakfast, read the advisory overlays I have painstakingly programmed for your survival. Do not just click past them and complain on the galactic forums that you did not get the memo. Ignorance will not be excused. Read or die. Please familiarize yourself with the star map command functions. If you do not assimilate this information now, it will be waiting for you at dinner time. Okay, dann haben wir es nochmal. At any time use the assemble ship button to drop out of warp and into your mothership. Okay. Wo auch immer dieser Knopf ist, das ist wahrscheinlich der Knopf hier. Consider selling or dumping ship parts you are not using. They will weigh you down, making you burn more REZ during transit. Also REZ verbrauche ich wohl offensichtlich als Treibstoff. Push man button to set a destination on the map. Mouse wheel adjust level, ja. Und dann haben wir um die REZ. Das hier sind, glaube ich, meine ganzen Verbindungsknoten, diese Kreuzsysteme. Ich weiß noch nicht genau, wofür diese Forschungspunkte da sind. Ich werde wohl irgendwelche Sachen upgraden dürfen. Die Anzahl der Goons, die ich an Bord des Mutterschiffs habe und die REZ, die ich habe. Ich frage mich, ob ich noch andere Schiffe kriegen kann. Scan and view. For over 30 years, Jameson has served as a high-level commander of the UTA. He fought in over 200 engagements during the Lockdown Wars, 3 of which were successful. Jameson earned a great deal of recognition after tracking the renegade Don Gibson during the breach incident. Jameson single-handedly thwarted the infectious outbreak following the breach, later earning him a Galactic Medal of Amazing. He is a prime example of a perfect human being. Alert! 5% chance of file tampering detected. Sehr schön. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war am ersten Teil, glaube ich, der Hauptgegner, den man hatte bei der Konfiguration da, bei dieser UTA-Geschichte. Der jetzt ja offensichtlich als Space Pirate unterwegs ist. Und Don Gibson war der ursprüngliche Anführer der Space Pirates, soviel ich weiß. Also die man da gespielt hat. Der ist eigentlich ein wenig, ich sag mal, zu den Zombies übergelaufen. Und das von vornherein. Und hier steht da Jameson hier, also unser Admiral hier, alleine diese Infektionsausbruch bekämpft hat. Und er galaktische Medaille auf Amazing gekriegt hat, also auf wundervoll sein oder fantastisch sein. Und er ist ein Hauptbeispiel dafür, ein perfekter Mensch zu sein. Nicht, dass jetzt diese Datei nur 5% Chance hat, verändert worden zu sein. Da gibt es auch jede Menge los zum Anlocken. So, das gab erstmal ein bisschen XP. Lumpo. Ich bin Level 5. Was haben wir denn hier? Grand Arena, Hostile, minus 40. While I don't even trust my own office chair these days, let me be the first to admit that we can't survive out here without the help of others. We should consider trading goods and supplies with people, rather than trading insults and bullets. If a hostile confrontation cannot be avoided, then we should consider taking off. We don't have to fight every lemon that looks at us the wrong way. Okay, wir müssen nicht unbedingt jeden bekämpfen, den wir sehen. Hier sind Unclaimed Resources. Resource Ripeness Meter. Claimed Resources. Ship Trapman, das müssen wir alles noch lernen.
Minus 40 Hostile. Hailing Frequency Open State of Business. Hier ganz schmuckhafte Außerschiffchen. Ich brauche Teile. Und du hast Teile. I try not to start fights I can't win, but everyone makes mistakes. It's not beneath me to use one of those silly failgates if the situation should call for it. Just remember, we're going to have to dump some cargo and leave our strike craft behind if we do so. Naja, Strikecraft kann man wohl offensichtlich haben, also Kampfjäger. Okay, approach failgate if you wish to flee a common encounter. Retreat through the failgate will cause a ship to lose some of its resources. Also wenn ich das Failgate betrete, ist das halt, ich verliere Sachen. Und meine aktiven Strikecrafts werden verloren sein. So, have a power sheet or armor power-ups to keep yourself in the fight. Da ist ein Container. Vermute ich jedenfalls. Nein, Moment, das sind Sprengeinheiten. Das ist ein Container auf jeden Fall, den ich sputen kann. Armor. Was zum Geier ist das für ein Ding hier? Schilde, okay. Das ist nahe dem Failgate. Bei weitem nicht genug Reichweite, aber die Raketen kommen vielleicht dran. Ja, clear. Toll, dieser Sprung, die Schlampe. Gibt's ja aber nicht. Das sind immer meine Ressourcen, die ich einsammeln kann, aber ich glaube, das ist nur Health und Schild. Von daher dann auch nicht. Weiter wichtig. Star Map. Nehmen wir alles. Immerhin ein bisschen was. Wreckage. Was kann man denn? Cargo acquired. Yeah, was haben wir hier? Oh, und Quark, Hasch, was krass. Den Sieger hat sich dieses hier geholt. Wo kann ich denn mal hinfliegen? Versuch mal in einen anderen Sektor zu fliegen. All right, we're mobile. If you are all thoroughly satisfied, we can finally get on with it. We still have stickers out there, not to mention a laundry list of equipment we need before we can do anything about them. Time is of the essence, and we've wasted so much of it already. As anxious as I am to find a so-called sticky, we have not encountered one for many cycles. The ship does not yet have a nacelle to stand on, therefore we need to scout more easy opportunities to exploit. Ja, ich muss weiter Sachen sammeln. Krass, wie niedrig ich bin und die anderen alle so hoch sind. Hoffentlich habe ich genug Rest für die Erkundungsgeschichten hier. Okay, I'm calling it. We need to shift our focus back to more pressing needs. Everyone on board is expected to understand that the mothership takes priority over everything, including our very lives. To that effect, Mother needs to be fed. If we can't find what she needs, we die along with her. If we cannot trade for what we need, we'll have to take it by force. As cruel as it is, that's just life. I see fit to enlighten everyone that every action on board consumes something. Don't let these critical supplies run dry. I've gone to the effort of labeling all the viable extraction points, as well as indicating when they are ready for harvest.
I have also color-coded human selfishness, so you're aware if any other faction claims ownership of these areas. Ich habe sogar menschliche Selbstsucht farbkodiert. Das ist gut. Okay, ich soll Basic Resource Nodes finden und das Mutterschiff hochzujagen ist nicht empfehlenswert. Mehr Lore. Warum auch nicht? The Frame 9000 Integrated, Self-Aware, Hyper-Intelligent Operating System, ME, is a specialized backend designed exclusively for busy space pirates on the go. While the standard weapon and offensive subsystems remain mostly unchanged from last iteration, I now have dedicated ports for both a cappuccino machine and elderly assistance railings for escalators. My onboard power supply uses 1.21 gigawatts less energy, resulting in an 80% drop in combustion-related incidents. Okay, sie fliegt nicht mehr ganz so leicht in die Luft wie die vorige Version oder so ähnlich, keine Ahnung. Die Frame 9000 integrierte, selbstbewusste, hyperintelligente Operationssystem selber ist ein Backended Design exclusive for abusive space pirates to go, also extra für Raumpiraten entwickelte KI quasi. Definitiv haben sie es hier mit dem Humor. Was ist das denn hier für ein Streifen? Signal detected. Right, damit sollte ich mich noch nicht anlegen. Die Zone ist vor allem rot, das ist nicht empfehlenswert, glaube ich. Awareness expanded. Starbase, this looks like a great place to call home and raise a family. Get pre-approved for montage financing today. Progression locked, you must be approved to build a Starbase. Okay, hier kann ich eine Starbase bauen. I sense some underdeveloped crewmen require contextualization about how urgently we require these basic resources. More specifically, human resources. The ship requires an astronomical volume of periodic maintenance and repair. These tasks are far too dangerous to allow anyone with a shred of intellectual value to perform them. Therefore, we do not turn away many applicants. Remember, the bottom of the pyramid needs the most bricks. Of course we need bodies to operate and maintain the ship's systems, but we also don't want to feed any more mouths than we must. Most of our food is fabricated from REZ. Balance is the word of the day here. Okay, so viel, das bedeutet, Goons werden gebraucht für die Operation und Reparaturen des Schiffes. Wenn du nicht genug Goons hast, das Schiff wird auseinanderfallen und Schaden nehmen. Goons fressen REZ über die Zeit hinweg, weil REZ ist für Nahrungsreplikation zuständig. Goons können gekauft werden und verkauft werden. Also muss man immer schön... Ja, definitiv jetzt mehr Goons, als ich haben sollte. Ransacken wir mal. As much as I detest this hellborn excrement, we're stuck in a universe addicted to REZ. We are no different. Without it, the REZ drive will collapse, leaving us to limp along at subwarp. We'll be easy pickings for bandits, or anyone else looking to kick us while we are down. Okay, REZ is needed to keep the ship moving, also REZ brauche ich als Treibstoff. Je schneller ich mich bewege, desto mehr REZ wird verbrannt und REZ kann gekauft und verkauft werden. Immerhin habe ich jetzt so ein paar Basisressourcen. So ein Hamster ist das da. Bandits. Außer Fred 6. Ich habe Fred 5. You can never reason with a bandit. In fact, I don't think they even understand a basic language anymore. They pretty much stomp around, raping and pillaging anything that moves. They are not much of a threat to larger ships, since most of them look like they have one foot in the grave already. Nevertheless, they can be a royal pain in the goiter once they dig into an area they like. Ja. Mit denen kann man nicht reden, mit denen kann man nur kämpfen. Da haben sie auch gerade welche aufgekloppt. Offensichtlich kann sich auch mehrere Kapitäne auf einen draufstürzen. Das heißt, wenn ich mich mit einigen Kapitänen gut stelle, habe ich vielleicht das Glück, dass sie mir helfen, wenn ich mal irgendwo Kämpfe habe.
shields offline. Na komm schon, jetzt hauen die mich alle hier platt. Ich kann mich nicht mal mit so einem Level, weiß nicht was, anlegen. Was sind das für Kanonen, die ich hier habe? At lost. Da stehe ich ehrlich gesagt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich brauche Ressourcen, ich brauche Materialien. Was kann ich Though denn I hier am machen? completely disgusted by the idea of cooperating with others in a fashion that implies intellectual equality, it often cannot be avoided. Just try not to get extorted too severely. Okay, ich soll mich nicht ausrüsten lassen. Also S.P.A.Z.2 produzieren und handeln Schiffsteile. Jede Sternbasis spezialisiert sich in 2 Technologiebäume, beziehungsweise Technologiefeldern. Where the S.P.A.Z. value markup, the higher the markup diversity deal is for you. Okay. So advanced. All map locations provide a production tech bonus through the S.P.A.Z. I can claim it. S.P.A.Z. share production tech with other connected S.P.A.Z. of the same faction. Okay, in addition to makeup, a S.P.A.Z. will also charge faction trade taxes. Sometimes trading with other ships can be more profitable. Okay, direkt mit anderen Schiffen zu handeln kann manchmal profitabler sein. Though I am completely disgusted by the idea of cooperating with others. Ah. Ich kann die Station natürlich angreifen. Das ging im ersten Teil auch. Sollte man eigentlich nicht immer machen. Ui. Das ist Strikecraft. Dieses Werkzeugsymbol hier ist offensichtlich das Geld, was man hat. So, jetzt habe ich mein erstes Strikecraft-Schiffchen. Retro. Das ist hier nichts, nur Strikecraft und dafür habe ich jetzt nicht mehr das Geld für mehr. So weit, so gut. Hi. Okay, dann mache ich mir mal jetzt erstmal Freunde, indem ich diesem Captain helfe gegen die Banditen. Vielleicht funktioniert das ja dann. Das läuft ja zumindest schon mal besser. Ich werde nicht instant auseinandergebaut. Starcraft? Area clear. Fix some stuff. Scheint jetzt eigentlich nicht so zu sein, dass hier irgendwelche Teile abgebrochen sind, die ich verwerten könnte. Gucken wir noch mal kurz um. Ich glaube, hier ist so nichts weiter. Nö. Nur Heilung, Schildteile. Ich glaube keine... Container. Das war es wohl, versuchte. Dann Star Map. Behold, Yay. my happy place. It is here my power grows. Using the data we have acquired from the sensors, I can refine our ships and equipment. While I would adore being able to refine every single archaic piece of junk on board, the physical nature of the universe forbids it. Treat the data analytics with respect.
Okay, Perk-System. Select a Perk every time you level up. Also jedes Mal, wenn ich aufleveln, Perks selecten. Und ohne Perks werde ich sacken und sterben. There is research data that has not yet been allocated. Consider not allocating it, and instead allocate it. Free perk. Part size increase. Small parts. Connect quality parts to your mothership. No need to use any more junk parts. Okay. Weapon damage plus similar capacitor. Increase weapon and shield boost power pool. Ich mach mal erhöhten Schaden. Scavenging. Game saved. Interrupted? Hier meine Ended Hive mit REZ 20. Da soll ich definitiv nicht reinmarschieren. Cloning Farm. Okay, da kriegt man die Goons dann halt immer her und im Rest fehlt die Rest halt. Kann jemand Strikecraft irgendwas machen? Autofix all Strikecraft, ja, ist eigentlich schon ganz okay. Area exhausted. Scanning area. Ein Restfield. Ich weiß, Ransacken ist jetzt nicht mehr die schlauste Möglichkeit. Signal detected. Scrap. Da werde ich definitiv ransacken. Finding good, fresh, refined alloys isn't easy. Everyone wants them, but nobody is making them. Even if we don't immediately require scrap, it's good to keep some around for trade. Every space nugget in the void will accept it as currency. Okay, Schrott wird nicht gemacht, sondern es liegt überall rum. Also klar ist, wenn so Millionen von Schiffen einfach weggepustet werden. Area exhausted. Kann ich also Now that als we have some currency to Geld spend, handeln. we should stock up on strikecraft. We do not want to get overwhelmed when engaged by multiple targets. Plus, it gives our enemies something else to shoot at instead of us. Okay, ich sollte mir einen Vorrat an Strikecraft zulegen, die meine Mutterschiff im Kampf unterstützen, was wir schon gesehen haben. Strikecraft können an Starbasen gekauft werden oder als Loot von Combat Wrecks kommen. Map updated. Oh, was ist mal die Lore? The dark infection, pathogen Xeno71b, is a mutagenic infectious compound. Unlike most diseases, this pathogen is able to infect any biological material it comes into contact with, regardless of how alien. Furthermore, it is able to assimilate surrounding material into its biological matrix. Living flesh and technology can become fused, both physically and in function. Given enough time, an infected starship will become a unified entity of biomass and circuitry, absent of any crew. The abominated ships exhibit a basic understanding of the systems and technology they have assimilated, suggesting a form of intelligence. It is known the infection source originates from the dark entity, but it is not clear if the self-preserving intelligence is inherent, or telepathically communicated by the dark entity. Okay, dieser Virus erstellt intelligente Schiffe aus Biomasse und Technologien. Also viel wusste ich auf jeden Fall schon. Cloning Farm. Cloning Farm. Resource acquired. Ich ransacke jetzt erstmal alles. Ich muss erstmal so eine schöne Grundlage, vor allem an den normalen Schrottressourcen kriegen. Warum habe ich jetzt dies... Verdammt, ich muss noch was Privileg kriegen, aber warum ist da dieses Werkzeugsymbol gewesen? Unterstützung.
Have my gratitude. Kämpfe sind immer praktisch, wenn ich mit jemanden platt machen kann und Sachen kriegen könnte. Oh, was ist das für ein Behälter? Der Juice. Power. Wir müssen irgendwas zum Tor abhauen, oder? So macht es doch schon mal eine deutliche Ecke mehr Spaß. Go ahead, run. It only makes it more fun to chase you. Verreck. Verreck! Sauber! Keine Teile hier? Mann. Immer ein paar Ressourcen, aber trotzdem das nervt, dass ich nichts Sinnvolles Game kriege. saved. Noch ein Scan. It is impossible to say for sure where the dark entity came from. Some believe it existed before time itself. Others believe it is responsible for maintaining the precarious cosmological constant through its will alone. Regardless, it is now known that the resource REZ stems entirely from this creature. While the entity cannot normally be physically observed, it does have a direct effect on the universe around it, flooding space with REZ. The function of REZ serves to attract technologically advanced species toward the creature, where they then can be corrupted by the dark infection. Okay, das ist also tatsächlich ein intelligentes Virus, die dunkle Entität, die dieses REZ produziert, was alle unbedingt haben wollen, um damit das Universum leben zu können und so ein Kram. Und das tut es im Prinzip eigentlich nur rauskacken, damit es Leute anlockt. Schuss aus dem Weg gehen. Egal, wo wir uns das hier. Wenn's dagegen. Extracted. Ich brauche mehr Punkte, damit ich mir mehr Schiffe kaufen kann. So, traden wir mal. Goons. Endlich mal ein paar Teile. $1015. So, jetzt habe ich 2 Starcrafts mehr. 2 Ranger und ein Triglaive. Ja, doch noch ein paar Schiffsteile hier, aber ich weiß nicht so recht, wie das bis jetzt funktioniert mit diesen Teilen. Turkey Neck. Das sieht aus, als wäre es die Front oder das Arschende von den Schiffen. Fast moving, fast track, Messer, good for taking fast swing. Ach, das ist eine Engine-Part, ist das. Okay, da steht's oben. Okay, jetzt sind Teil für die Seitenflügel. Slicer left. Slicer right. Gießer. Okay, Nasen, die nach vorne ausgerichtet sind. Watch Spire. Das sind die Subcores, mit denen ich mein Schiff ausweiten kann. Warum wir das hier? Achso, ja, okay, schon gesehen. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich habe 4319
Nee, Quatsch, das hier ist meins. 340 habe ich. Dann kann ich hier jetzt sowieso nichts tun gerade. For Gamma's sake. Why did we drop out of warp? Carl, what is wrong with my ship? Nothing is wrong with the ship, Elsie. I've scheduled a combat drill for today. We're getting a little too soft for my liking. Jameson, is 3 in the morning. Comeback Exercising. Super, jetzt wo ich meine Escort-Schiffchen habe. Guckt euch mal diese komischen Asteroidenkonstruktion an. Pump, pump, pump. Ach, ich kann meine All of the Escort ship's auch command steuern. and control systems are routed through a wireless assisted simulation. A benefit of such a system is you do not have to be physically on the ship to fly it. You can astral project your command focus to another ship, while delegating the control of the mothership to artificial intelligence. While it would make almost too much sense to allow the artificial intelligence to fly every ship, it theoretically would take all the fun out of it. Okay. Jetzt würde den ganzen Spaß rausnehmen. Funny. Defend Target. Relay point designated. So, das Mutterschiff steuert sich alleine, wird KI gesteuert. Relay point designated. Disengaging. Engaging. Priority asset designated. So, All das sind right, also Befehle, that's die not ich geben kann. bad. Alles mit E. Not great, but not bad. Let's try something a bit bigger. Was Größeres. Engaging. Diese fetten Torpedos. Kam ich jetzt in mein Schiff überhaupt rein? We have sufficiently asserted ourselves over this inanimate material. Surely we must be done with these mindless examinations of competence by now. Carl, you couldn't fight your way out of a wet paper bag. This drills just might save your life someday. You'd be wise to put this inanimate material to use before trying your luck on something that can shoot back. Ja, erst trainieren, dann Leute abknallen. Relay point designated. Wie konnte ich jetzt nochmal in mein Mutterschiff zurückgehen? Ich habe jetzt vergessen, welche Taste das war, verdammte Axt. Relay point designated. Also mit F. Okay. Was ist die Feuerkraft? Gut. It is absolute murder to me when we have unused analytical data like this. Unless you wish to fall asleep one night and never wake up, you'll make haste and allocate this data at once. Scavenging plus 10. Nee, ich denke mal, ich mache mal, weil es sowieso als auf Kämpfe hinaus. Es ist doch immer so, dass man in solchen Spielen ständig mit Ressourcen erschlagen wird. Also gehe ich auf Schildstärke. So, aber würde ich sagen mal, das wird mein erstes Safe Game. Ich bin so ein faules Aas. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann mal für heute. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke.